Petromax kennt ihr bestimmt, ne? Petromax hat einen neuen Campingbackofen rausgebracht. Den ersten Petromax Campingbackofen habe ich euch bereits vor einigen Monaten vorgestellt. Jetzt gibt es aber ein neues Modell. Und wie der so ist, das testen wir jetzt in diesem Video mal. Ja, das ist er. Der ist aber leer. Es gibt also heute mal kein Unboxing. Habe ich schon hinter mir. Ja, Petromax. Wer Petromax nicht kennt, ich habe es im letzten Video schon mal gesagt, Petromax ist eine Firma, die ist für knallharte Männer. Denn Petromax baut robust. Petromax baut aus Stahl. Petromax ist, ja, wie wir hier in Bochum mitten im Ruhrgebiet sagen, stark wie Kruppstahl. Wer den Spruch kennt, der weiß, das Ding geht nicht auseinander. Ihr könnt es ins Feuer werfen, ihr könnt damit auf den Gaskocher kochen. Dieses Teil ist wirklich für echte Männer. Ja, Petromax ist eigentlich bekannt für seine Dutch-Ofen. Müsste man im Internet schauen. Dutch-Ofen sind so Gusseimer, sag ich immer, so mal kurz vorgestellt, die man in Kohle schmeißt. Also nicht die füllt man natürlich erst. Mein Bruder ist ein Riesenfan davon. Der macht das in seinem Garten ständig mit diesem Dutch-Ofen. Ist super lecker. Ich selber habe keine Erfahrung, deswegen bleibe ich beim Campingbackofen. Was mir als erstes aufgefallen ist, war dieses stylische Gummiband hier drum. Als ich das ausgepackt habe, fand ich das richtig cool. Mit dem Petromax-Logo auf dem Leder gedruckt. Und das hat dadurch wirklich ein echt kompaktes Maß, weil ja, rutscht jetzt nicht mehr der Deckel durch die Gegend. Ihr kennt das vielleicht vom Omnia-Backofen oder von jedem anderen Campingbackofen. Hebt ihr den hoch, dann rutscht euch erstmal alles durch die Gegend. Hier ist es nicht so, aufgrund des echt stabilen Gummibandes. Und da muss man sagen, ja, da haben die Leute von Petromax sich auch wieder Gedanken gemacht. Okay, packen wir das Teil einfach mal aus. Geht ja recht schnell. Also das Ding ist wirklich super, super elastisch. Und ja, ich würde mal sagen, das ist sein Geld wert. Der ist ja nicht gerade billig. Der kostet ja echt um die 80 Euro. Aber ich zeige euch jetzt mal, was ihr für das Geld auch bekommt. So, der ist natürlich aufgebaut wie jeder andere Campingbackofen auch. Ihr habt ein Unterteil aus Edelstahl. Ihr habt ein Mittelteil aus Edelstahl und natürlich auch einen Deckel aus Edelstahl. Mit dem Logo von Petromax natürlich. So, was ist da jetzt Besonderes dran? Das Unterteil ist etwas höher. Das ist genauso wie bei dem ersten Petromax. Das hat auch den gleichen Durchmesser von diesem Loch hier. Da komme ich gleich nochmal zu, denn das ist ein ganz wichtiger Aspekt, was ihr denn beim Kochen und Backen mit dem Petromax beachten müsst. Die Form sieht jetzt ein bisschen anders aus. Ihr habt, was auffällt, natürlich eine schwarze Beschichtung. Das ist eine Keramikbeschichtung. Und an den Seiten habt ihr so komische Clipser. Was die sollen? Ganz einfach. Das sind Halterungen, Haltegriffe. Die sind aus Silikon. Die sind aus Silikon und der alte Petromax, der hatte Stahlgriffe dran. Und die konntet ihr nicht wegklappen. Die könnt ihr jetzt ohne weiteres wegklappen. Und somit habt ihr auch ein kleineres Packmaß als wenn ihr hier irgendwelche Griffe dran habt. Zu den Griffen schon mal der Hinweis, wenn ihr damit arbeitet, weil die sind hitzebeständig, wenn ihr die so lasst, wie sie jetzt sind, dann sind die nicht hitzebeständig, denn dann sind die echt super, super heiß. Ihr müsst die wirklich, wenn ihr den auf dem Kocher habt, ihr müsst die rausmachen. Und dann werden die auch nicht heiß. Steht leider noch nirgendwo, aber ihr habt ja mich und ich teste das Ganze für euch. Die Keramikbeschichtung macht einen super Eindruck. Ich habe damit auch gute Erfahrungen gemacht, lässt sich toll reinigen und es pappt nichts an. Also es pappt wirklich nichts an. Ich habe da einiges probiert. Ihr werdet das auch später sehen bei einem Gericht. Das war der toskanische Filettopf. Da ist das auch am Rand etwas angeschmort. Ich habe das dann ausgewaschen und es ging super. Auch beim Spülen, dieser Rand, der hat sich einfach mit dem Schwamm gelöst. Ich habe das wirklich nur mit Spülmittel gemacht. Ich habe das vorher schon mal abgespritzt und dann kann man sehen, wie toll sich das schon löst. Und mit dem Schwamm hat sich auch alles am Kamin gelöst. Hier habe ich allerdings auch keine Schrubbseite genommen, sondern die weiche Seite und es war prima. Petromax wirbt auf seiner Seite mit dem Slogan Oberhitze, Unterhitze und Seitenzirkulation. Seitenzirkulation hat mich ein bisschen durcheinander gebracht, aber kommen wir zu. Ober- und Unterhitze kennen wir von jedem anderen Backofen. Und zwar habt ihr immer ein Unterteil. Bei Petromax werdet ihr in der Beschreibung Basic finden, den Begriff. Es ist aber das Unterteil gemeint und ich benutze jetzt auch weiter diesen Begriff, damit ihr nicht durcheinander kommt mit den ganzen anderen Campingbackofen. Also im Unterteil
bildet sich hier die Unterhitze drin. Kennt ihr von anderen Backöfen? Unterhitze bitte niemals vergessen. Vergesst ihr das, habt ihr ein Problem mit eurem Essen. Also drunter machen, hier ist die Unterhitze. Die Hitze, die aufsteigt, prallt an diesem Deckel ab und macht die Oberhitze. Dadurch Ober- und Unterhitzefunktion. Die Seitenzirkulation, die soll laut Petromax durch diese Rille entstehen. Das gleiche steht schon beim ersten Petromax. Das habe ich überhaupt nicht beachtet, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Denn ich habe keinen Unterschied gefunden. Also ich habe wirklich weder vom Kochen, vom Backen oder so eine andere Hitzeverteilung gefunden aufgrund dieser Seitenzirkulation. Hey, vielleicht im Laufe meines Camping-Backofens Dasein werde ich da vielleicht noch den Trick rausbekommen. Aber ansonsten, egal, Ober- und Unterhitze funktioniert super. Der Deckel. Der Deckel kommt wirklich in einem stylischen, richtig stylischen Mattschwarz wieder daher. Das haben wir auch schon bei dem anderen Petromax Camping-Backofen gemacht. Und mit einem Edelstahlknauf, der natürlich auch das Logo, das Bildlogo von Petromax enthält. Innen ist der ein bisschen anders, den haben sie jetzt vertieft, was aber bei der Funktion überhaupt keinen Unterschied macht, das ist einfach nur vom Design her. Und er verfügt natürlich auch über ausreichend Ventilationslöcher, sodass eure Luft auch und eure Feuchtigkeit gut entweichen kann. Wie beim ersten Camping-Backofen von Petromax wird auch dieser Knauf mega heiß. Das könnt ihr nicht ohne Handschuhe oder Schutz in irgendeiner Art und Weise anfassen. Und von daher hier auch der Hinweis, bitte schafft euch wieder vernünftige Silikonhandschuhe oder Silikontopflappen an und da ist kein Problem weiterhin. Jetzt kommen wir zu den Maßen. Und zwar, der Petromax Camping Backofen hat eine Höhe von 10,5 cm, eine Breite von links nach rechts von 26 cm und ich sage jetzt mal von oben nach unten, weil da sind diese kleinen Griffe, hat der einen Durchmesser von 27 cm. Also identisch mit dem Omnia Camping Backofen. Die Füllmenge ist genauso wie bei allen anderen Camping Backofen, die ist 2 Liter. Auch sein Vorgänger hatte 2 Liter. Der sieht zwar im Verhältnis ein bisschen breiter aus, aber der ist hier etwas höher von der Form her und deswegen bleibt es auch bei 2 Liter Fassungsvermögen. Hier dürft ihr allerdings auch nur 1,8 Liter verwenden, also nie komplett voll machen, weil sonst spritzt euch alles in den Kamin. Zum Gewicht, das ganze Teil wiegt inklusive auch diesem Gummiband 1140 Gramm. Also ist ein bisschen schwerer, aber man muss ja auch sagen, das Ding ist aus Edelstahl. Ja, Omnia ist aus Aluminium, ist leichter. Dieses Teil ist aus Edelstahl und wenn euch der auf den Fuß fällt, werdet ihr merken. So, kommen wir dann einfach mal zum Test. Ich habe genauso getestet wie beim Petromax damals und wie bei dem Rocktrail. Der Rocktrail ist ja jetzt ganz neu gewesen, der kam ja vor ein paar Tagen raus. Das ist der von dem Discounter Lidl. Video blenden wir euch nochmal ein, aber ich mache jetzt den gleichen Test. Das heißt, wir machen ein Ofengemüse, wir machen einen toskanischen Filettopf, wir backen darin einen Kuchen und wir backen auch noch Brötchen auf und Kroketten kommen auch noch. Der Petromax kommt ohne jegliches Zubehör. So wie er hier ist, bekommt ihr den. Momentan gibt es auch im Handel noch kein Zubehör. Und wenn ihr mich jetzt fragt, passen da die Omnia-Produkte rein? Die Silikonform passt nicht rein, auch das Aufbackgitter passt nicht rein. Von daher müsst ihr euch so begnügen, wie der jetzt ist. Aber ich habe ja alles für euch getestet. Das heißt, wir werden sehen, ob wir überhaupt eine Silikonform oder ein Aufbackgitter brauchen. Das Ofengemüse. Das Ofengemüse, Rezept verlinke ich euch. Habe ich hier auch drin gemacht. Es ging super toll in der antihaftbeschichteten Form. Es hat nichts angeklebt. Durch die Zirkulationslöcher könnte auch viel Flüssigkeit entweichen. Das heißt, das Ofengemüse hat wirklich richtig toll geklappt. Allerdings, das Ding ist aus Edelstahl und nicht aus Aluminium. Das heißt, es braucht eine längere Kochzeit. Ich habe insgesamt 45 Minuten dafür benötigt, bis die Kartoffeln gar waren und auch das Gemüse gar war. Man hat es gemerkt. Ein weiteres Problem ist einfach, und diese Kenntnis habe ich aus dem Petromax-Video davor, aufgrund dessen, weil dieses Loch hier so groß ist, geht die Flamme direkt durch.
Und aus dem Grund benötigt ihr auch jetzt beim Petromax wieder eine Simmerplatte. Meine Simmerplatte sieht jetzt noch ziemlich, sieht jetzt schon ziemlich angegriffen aus. Ja? Aber die funktioniert noch. Ist halt ein bisschen verrußt und ein bisschen benutzt. Eine neue habe ich bestellt. Ich verlinke euch diese mal, weil ich weiß, die Truka, glaube ich, die hat Lieferschwierigkeiten. Deswegen verlinke ich euch jetzt mal die Simmerplatte, die ich momentan benutze. Die hat keine Lieferschwierigkeiten, weil ihr braucht für den Petromax, wenn ihr das auf so einen Kocher verwendet, dann braucht ihr definitiv eine Simmerplatte, weil der Brenner ist einfach zu schmal und geht direkt hier durch. Und dann habt ihr alles am Kamin verbrannt. Das hatten wir beim ersten Petromax schon. Deswegen habe ich mir diesen Test geschenkt. Wenn ihr diesen Test haben wollt, mit und ohne Simmerplatte, macht es in den Kommentaren rein. Wir schmeißen sofort 2 Kocher an. Wir schmeißen den Petromax da drauf. Und ich garantiere euch, ihr kriegt den Test natürlich dann auch nachgereicht. So, aber darauf habe ich jetzt wie gesagt verzichtet, weil meine Erfahrung dahin geht, dass es anbrennt und von daher Simmerplatte. Ofengemüse ist top geworden. Dann habe ich den toskanischen Filettopf gemacht. Auch ein super, super Lieblingsrezept von mir. Und alle freuen sich immer, wenn es den gibt, weil ich mache den sonst nicht. Ich weiß nicht warum, ich mache den sonst nicht. Und der Filettopf. Der Filettopf ist richtig grandios geworden. Der brauchte allerdings auch eine Viertelstunde länger, als wie ich in den Rezepten angegeben habe. Ist aufgrund des Materials. Am Kamin seht ihr auch, dass es ein bisschen angepappt ist, sage ich mal. Ich würde gar nicht angebrannt sagen, sondern da ist schon ein bisschen Röstaroma entstanden, was da bei dem Filettopf nichts ausgemacht hat. Ich habe den dann anschließend auch einfach gespült und es ging wahnsinnig toll ab. Also ich habe da keine Probleme gehabt mit Scheuern oder sowas. Das ging prima ab. Der Kuchen. Ich habe jetzt diesmal einen Kuchen gemacht mit Schokoflocken drin. Da ist auch sogar noch ein kleines Stückchen übrig geblieben. Also ich war schon ziemlich begeistert. Also diesen Kuchen, der ist dann gestern, als ich das gemacht habe, ganz schnell weggegangen. Ihr seht noch, hier ist es ein bisschen dunkler. Ja, hier, das ist der Kamin. Aufgrund dessen, weil es ja keine Silikonform dafür gibt, muss man halt mit der Anti-Haftbeschichtung arbeiten. Und das ist natürlich auch ein bisschen tricky. Denn die Form wird heiß. Die wird richtig, richtig heiß. Und um da einen Kuchen hinzukriegen, ich gebe es wirklich zu, das ist auch meine Erfahrung, ihr müsst da auf kleiner Flamme arbeiten. Auf kleiner Flamme. Wirklich auf kleiner Flamme heißt, die geht fast aus. Ich möchte auch noch mal den Hinweis geben, bitte schaut euch die Flamme an, wenn ihr das macht. Nicht einfach hier sagen, von wegen, ja, ihr habt hier eine große Flamme und dann dreht ihr das klein und habt hier ja, die kleine Flamme. Nee, das passt nicht. Ich weiß gar nicht, wie voll die jetzt ist oder leer die jetzt ist. Ja, die ist schon ziemlich leer. Das heißt, ich kann es euch vielleicht mal zeigen. Ich mache euch das Ding mal an. Ich hoffe, man kann es gut erkennen. So, jetzt gucke ich mal selber mit. Das ist jetzt die große Flamme. Und ich den runterdrehe und ich würde jetzt auf klein, ganz klein gehen mit den Zeichen, dann ist die Flamme aus. Also die ist noch nicht mal bis klein. Das liegt einfach daran, dass die Kartusche schon so leer ist. Deswegen guckt euch bitte die Flamme an, wenn ihr klein dreht. Nicht einfach auf die Zeichen gehen, sondern Augen. Ihr müsst euch die Flamme angucken und dann habt ihr eine kleine Flamme. Und beim Petromax müsst ihr den Kuchen so backen, als wenn die Flamme fast ausgehen würde. Das dauert dann auch entsprechend länger. Ich habe für den Kuchen tatsächlich 60 Minuten gebraucht. Beim Rocktrail oder beim Omnia Backofen brauche ich nie so lange. Da mache ich nach 35 Minuten kleine Flamme in der Silikonform, eine Stäbchenprobe und alles ist gut. Aber beim Petromax müsst ihr wirklich Geduld haben. Der Kasten ist aus Edelstahl, der bringt Power, Power, Power. Und dann müsst ihr mit der Flamme wirklich ganz zart sein. Dann klappt es aber auch mit dem Kuchen. Also auch nicht reingucken. Wenn ihr immer wieder reinguckt in diesen Kasten, dann klaut ihr die Oberhitze. Und das heißt, unten wird schneller gar als oben. Das heißt, habt wirklich Geduld. Macht beim Petromax auf ganz kleiner Flamme und nach 40 Minuten mal so kurz lucken, ist das Ding oben noch feucht. Das kann man ja sehen.
Deckel zumachen. 10 Minuten länger machen, nochmal gucken. Ist es dann schon, ich sag mal, ja so leicht matt, dann macht ihr mal eine Stäbchenprobe. Weil dann kann es sein, dass der eigentlich schon durch ist. Dann lasst ihr den Deckel drauf, Gas aus und die Nachhitze wirken lassen. Dann klappt es auch mit dem Kuchen. Petromax mit Kuchen, ich glaube, weil Petromax so ein Männerding ist, ich glaube, die essen nicht gerne Kuchen. Die lassen den Kuchen gerne backen und essen den dann aber selber backen. Ich sehe das jetzt einfach mal so aus. Nein, aber klappt. Ihr habt gesehen, jetzt muss ich mal meinen Dreck hier von meiner Simmerplatte wegmachen. Kuchen funktioniert. Die Kroketten habe ich auch gemacht. Es ist noch ein Rest übrig geblieben. Ich zeige euch jetzt mal nur noch, wie die aussehen, weil die sind jetzt von gestern, die sind nicht mehr knackig, aber im Video seht ihr, dass die auch knackig werden. Die werden richtig gut. Im Backofen werden die richtig, richtig gut. So, die werden aber so richtig schön braun und die werden eigentlich auch super knackig. Petromax hat kein Gitter dabei. Das heißt, ihr müsst wirklich die Kroketten in die Form legen. Und ihr bekommt da auch nicht so viele Kroketten rein, wie zum Beispiel in den Omnia-Backofen oder in den Rock Trail. Das liegt einfach daran, weil hier halt zu wenig Platz ist. Und wenn ihr da so eine Krokette reinlegt, dann ist das hier auch noch leicht gerundet. Also das geht hier wirklich schon an dieser Naht, wird das schon rund. Und da passen nur die wenigsten Kroketten gerade rein, weil da drehen die sich auch leicht schon. Die Kroketten haben 25 Minuten bei mir gebraucht, diese paar Dinger. Aber die werden cool. Die werden richtig, richtig gut und es macht auch Spaß, Kroketten mit einem Campingbackofen zuzubereiten. Also Kroketten habe ich auch umgedreht. Ich habe sie nach 7 Minuten umgedreht und dann nochmal weitere Minuten machen lassen, weil ich musste erst mal gucken, wie braun wird es denn. Also ich würde euch auch raten, guckt lieber öfter rein in dem Fall, da klaut ihr da nichts mit Ober-Unterhitze, weil das Ding ist unten. Ja, die ganzen Kroketten, die sind halt unten an der Flamme. Da klaut ihr nichts von wegen Ober-Unterhitze, braucht ihr keine Angst haben. Macht aber die Flamme aus, wenn ihr die umdreht, weil ihr werdet merken, es ist heiß. Jetzt kommen wir zum Thema Brötchen aufbacken. Brötchen aufbacken ist immer wieder ein beliebtes Thema. Habe ich aber gerade auch gemacht, weil ich finde Brötchen aufbacken unterwegs auch einfach nur mega genial. Die Brötchen habe ich gerade aufgebacken. Diese braunen Seiten, die sind nicht von den Rändern, sondern die sind von oben und unten. Die Brötchen selber, die muss man nämlich schräg reinlegen, so, weil die so gar nicht passen. Also die passen gar nicht rein. Ne? Ich kriege die noch nicht mal, wenn ich die runterdrücke. Da muss ich die mit Gewalt runterdrücken und da kann ich euch sagen, die brennen auf jeden Fall an. Deswegen legt die ruhig auf die Seite. Das passt mit 4 Stück auch ganz gut. Ich habe noch 4, die ich aufbacken muss. Die sind nämlich weich. So, und wenn man die so schön aneinander legt, in so einem Karree. Moment. In so einem Karree. Dann kommen die auch nicht an den Kamin und auch nicht an die Seite. Das klappt super. Diese Brötchen haben bei mir 15 Minuten gedauert. Nach der Hälfte der Zeit habe ich die einmal so umgedreht. Natürlich mit einer Zange, weil die Dinger sind heiß. Und dadurch kamen halt auch diese braunen Seiten zustande. Das war die erste Seite, da war ich noch vorsichtig. Und das war die zweite Seite, das ging schon besser. Aber die sind richtig toll geworden. Ja, so viel dazu. Brötchen aufbacken müsst ihr in dem Fall ja auch ohne Aufbackgitter, weil Petromax bietet noch nicht ein Aufbackgitter an. Ja, das war der Petromax. Eigentlich ja das gleiche System wie Omnia & Co., gar keine Frage. Aber ich kann den Petromax auch empfehlen. Ganz ehrlich, ich kann ihn super empfehlen. Er ist wirklich richtig klasse. Den braucht ihr auch nicht anders zusammenbauen. Das heißt, wenn ihr ihn zusammenpackt und wegpacken wollt, sondern ihr habt dieses stylische Gummi dabei. Da habt ihr ein Loch drin und dieses Loch kommt einfach nur um den Knauf und der Rest wird dann hier drum gemacht. Und dann habt ihr auch schon euren Petromax fertig zusammengebaut. Ja, was müsst ihr beachten beim Petromax? Nochmal eine kurze Zusammenfassung. Ihr braucht eine Simmerplatte, Kuchen immer auf kleiner Flamme. Ihr solltet auch den Rest immer nur auf mittlerer Flamme machen. Klar, kurz einheizen. Die Rezepte von uns passen auch alle rein. Da bin ich super stolz drauf, denn dann brauchen wir keine neuen Rezepte machen, sondern ihr könnt die verwenden. Aufgrund des Materials Edelstahl braucht der Petromax länger als wie in den Rezepten angegeben. Ich werde es nach und nach meine Rezepte alle anpassen.
Das heißt, ich werde auch einen Hinweis geben, Petromax Campingbackofen benötigt 10 bis 15 Minuten mehr. Das müsst ihr im Kopf behalten, denn sonst ärgert ihr euch nachher. Und es kommt immer auf den Kocher an. Das muss ich auch sagen. Eine Simmerplatte bräuchtet ihr auf allen Campingkochern, das heißt auf solchen Gaskartuschenkochern oder die im Fahrzeug. Die Sturmkocher haben ein größeres Durchmessermaß von den Brennern. Ich vermute mal, da braucht ihr keine Simmerplatte, weil dann wirklich die Flamme wirklich hier im Unterteil landet und nicht verteilt werden muss. Wer jetzt nicht genau weiß, was eine Simmerplatte ist, ich verlinke euch das Video dazu mal, damit ihr auch wisst, was eine Simmerplatte überhaupt ist, was die macht, wofür die ist und wie man die auch anwendet. Und wenn ihr jetzt noch Fragen habt, schreibt es bitte in den Kommentaren. Schreibt doch auch mal bitte, ob ihr Petromax schon ausprobiert habt. Kennt ihr Petromax? Habt ihr Petromax ausprobiert? Wie findet ihr überhaupt so dieses Design, auch wenn ihr jetzt den Omnia habt? Ach, ich möchte noch einmal kurz hinweisen, ich möchte niemanden, weil ich habe sehr, sehr viele Anfragen aufgrund des Rocktails bekommen, ich möchte niemanden jetzt hier sagen, ey, geht von Omnia weg, sondern nehmt die anderen Sorten. Nein, das möchte ich nicht. Es ist eure Entscheidung, ich stelle euch nur verschiedene Campingbackofen vor und mehr kann ich nicht machen. Und das ist auch meine einzige Institution, warum ich das hier mache, um euch zu zeigen, es gibt auch noch andere Backöfen außer Omnia und jetzt den Rocktrail oder den Petromax. Da gibt es noch viele verschiedene andere aus Italien, ich weiß. Aber wir machen jetzt erstmal den Petromax. So, und von daher, ich freue mich auf nette Kommentare von euch, wie ihr das findet, wie ihr mit dem Petromax so euch vorstellen könntet, überhaupt zu wechseln oder überhaupt noch gar keinen Backofen habt. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Probiert den Petromax aus, schaut ihn euch im Geschäft an. Und von daher sage ich, wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.